Hallo, ich bin Ingmar und ich bearbeite das Teilprojekt D03. Ich habe hier in der Arbeitsgruppe von Professor Thöming schon als Student gearbeitet und dann das Masterprojekt gemacht, was die Vorarbeit für das SFB-Projekt war. Dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust habe, das weiterzumachen. Weil ich Elektrochemie so spannend finde, habe ich mich dann auch auf die Stelle beworben. Also das Projekt heißt ja elektrochemische Charakterisierung. Das bedeutet, wir schauen uns die elektrochemischen Eigenschaften der unterschiedlichen Materialien an. Insbesondere wollen wir schauen, ob die Mikrostruktur der Materialien Einfluss auf bestimmte elektrochemische Parameter hat. Also ein großer Faktor dabei ist natürlich die Korrosion, die elektrochemische Korrosion, das ist ein elektrochemisches Phänomen, aber auch andere Parameter wie zum Beispiel Passivstrom oder freie Korrosionspotenziale etc. Und da schauen wir, ob die irgendwie durch Wärmebehandlung oder mechanische Behandlung beeinflusst werden. Ich finde vor allem Elektrochemie super spannend und ich glaube, dass wir durch die Elektrochemie in dem Sonderforschungsbereich nochmal einen ganz neuen Blickwinkel auf die Materialwissenschaften haben. Und viele schauen sich ja mechanische Eigenschaften an und die chemischen Eigenschaften sind aber für Werkstoffe auch super wichtig. Und ich glaube, wir haben da so eine einzigartige Methode, um sich diese Materialien nochmal genauer anzuschauen. Zum einen ist Korrosion ein Riesenproblem. Also die Korrosionsschäden weltweit gehen in die mehrere Milliarden jedes Jahr und ist natürlich auch dann in puncto Nachhaltigkeit wichtig. Auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, geht es aber nicht nur um Korrosion, sondern auch darum, Materialien zu charakterisieren, möglichst schnell. Die Mikroproben zu messen ist immer noch eine Herausforderung. Wir haben jetzt diese Scanning Flow Cell, die ich im Max-Planck-Institut in Düsseldorf gesehen habe. Das erste Mal haben wir jetzt adaptiert für unser Projekt, haben die quasi so modifiziert. Und damit können wir jetzt auch die Mikroproben, wenn sie eingebettet sind, messen. Aber die reinen Kugeln zu handhaben, ist jetzt auch noch nach 2,5 Jahren eine Herausforderung. Jetzt sind wir schon im Rahmen dieses SFB mehrmals in der Schule gewesen und haben da Projekte mit den Schülerinnen und Schülern gemacht, die immer versucht haben, Naturwissenschaft und Technik quasi greifbar zu machen und auch immer, dass sie was anfassen konnten dabei, dass sie was selber bauen konnten und dabei so ein bisschen die Prinzipien zu erklären. Und das finde ich ist eine tolle Kombination. Also denen das praxisnah quasi näher zu bringen, Technik. Und mir macht das selber ja sehr viel Spaß, deswegen habe ich ja diesen Beruf gewählt. Und dann freut man sich natürlich, wenn man andere dafür begeistern kann. Also was ich super spannend finde, ich arbeite ja viel mit Ilja auch zusammen. Und die physikalische Analyse, da habe ich einfach neue Sachen kennengelernt. Und als ich in den SFB gekommen bin, hatte ich gar nicht so viel Vorstellung von Werkstoffwissenschaften. Ich komme ja eigentlich aus der Verfahrenstechnik. Da ist das nur ein ganz kleines Teil gewesen. Und jetzt immer mehr darüber zu lernen, da merkt man mal, was da auch für eine Riesenwissenschaft hintersteckt. Das finde ich auch spannend. Ja, einfach davon zu profitieren, dass verschiedene Wissenschaftler aus verschiedenen Fachgebieten daran arbeiten und man gegenseitig sich so hochziehen kann. Zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie in der Lage sein, im Schnellverfahren neue Werkstoffe zu entwickeln oder den Wunschwerkstoff einfach berechnen zu können, das ist natürlich eine tolle Vision.